Das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA muss seine Arbeit in Israel im kommenden Jahr einstellen. Das israelische Parlament billigte einen umstrittenen Gesetzentwurf, der Organisation die Tätigkeit auf israelischem Staatsgebiet untersagt. Ja, das aber bedeutet auch, dass die Organisation ihre Einsätze in den Palästinensergebieten kaum noch fortsetzen kann. Denn Israel kontrolliert ja nun die Grenzübergänge. Lautes Geschrei im israelischen Parlament, als ein arabischer Abgeordneter von einem faschistischen Gesetz spricht. Mit großer Mehrheit wurde beschlossen, das UNO-Palästinenser-Hilfswerk darf auf israelischem Boden nicht mehr arbeiten. Für Israel ist die Organisation eine Handlangerin der Hamas. Wenn die Vereinten Nationen nicht bereit sind, diese Organisation vom Terrorismus und von Hamas-Aktivisten zu säubern, dann müssen wir Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass wir unserem Volk nie wieder Schaden zufügen können. Die israelische Armee hatte Hamas-Tunnel an Schulen entdeckt, Waffenlager in Klassenräumen. Einige der 13.000 UNRWA-Mitarbeiter waren in die Attacken vom 7. Oktober verstrickt. Doch eine ganze Organisation in Sippenhaft zu nehmen sei falsch, so der Tenor der westlichen Welt. International wird der Schritt aufs Schärfste verurteilt. Deutschland kritisiert humanitäre Hilfe im Westjordanland, in Gaza und in Ostjerusalem wird durch das Verbot faktisch unmöglich. Die UN bezeichnete die Abstimmung gegen UNRWA als gefährlichen Präzedenzfall. Er widerspricht der UN-Charta und verstößt gegen die völkerrechtlichen Verpflichtungen Israels, so UNRWA-Chef Lazzarini. Die besagen, dass Israel für den Schutz und die humanitäre Hilfe der Zivilbevölkerung verantwortlich ist. Doch hier gibt es Zweifel, denn Hilfe kommt im Gazastreifen wenig an. Kinder leben zwischen Müll und Abwässern unter großem Hunger. Die USA warnen Israel. Es gibt niemanden, der die UNRWA jetzt inmitten der Krise ersetzen kann. Wir fordern die israelische Regierung daher weiterhin auf, die Umsetzung dieses Gesetzes auszusetzen. Und wir werden je nachdem, was in den kommenden Tagen geschieht, über die nächsten Schritte nachdenken. Und dieser Schritt könnte heißen, keine Waffen mehr an Israel, wenn sich die Versorgung der Menschen verschlechtert. Zugeschaltet aus Tel Aviv ist Gisela Dack. Sie ist Israel-Korrespondentin. Guten Morgen dorthin hier aus dem Studio in Berlin. Guten Morgen auch von mir. Guten Morgen. Beginnen wir mal mit dem UNRWA. Verboten, auf israelischem Gebiet zu arbeiten. Was heißt das aber ganz konkret eben für die Hilfsorganisation, die ja zuständig ist für die Betreuung der Palästinenser am Gazastreifen? Ja, es waren sogar 2 Gesetze, die verabschiedet wurden gestern. Zum einen also soll die UNRWA nicht mehr ihre Tätigkeit ausüben dürfen in Israel. Und zum anderen dürfen auch keine offiziellen Kontakte mehr von Israel zu dem Hilfswerk bestehen. Und das macht es faktisch sehr, sehr schwierig, überhaupt die Arbeit weiterzumachen. Denn die UNRWA hat ein Büro auch in also in Jerusalem. Und vor allem, es werden auch die Gehälter von Angestellten überwiesen über eine israelische Bank. Es geht um Genehmigungen bei den Grenzübergängen. Also man fragt sich jetzt da, wie sich das überhaupt praktisch weiter machen lassen kann. Selbst wenn jetzt die UNRWA umziehen würde nach Ägypten, bleiben immer noch Grenzübergänge. Also das wird die Arbeit drastisch erschweren. Also die nächsten 90 Tage wird alles noch weiterlaufen wie bisher, denn erst dann wird das Gesetz in Kraft treten. Da hat jetzt, es klingt etwas hohl, der Premierminister Netanyahu gesagt, also man wird die Zusammenarbeit da mit internationalen Partnern sicherstellen also weiter sicherstellen, dass die humanitäre Hilfe weiter fließt, auf eine Weise, die die Sicherheit Israels nicht bedroht. Was danach sein wird, nach den 90 Tagen, ist vollkommen offen. Ich nehme an, Israel geht davon aus, dass sich jetzt da die internationale Gemeinschaft stärker einbringen muss. Aber natürlich hat Israel auch eine wichtige Rolle in diesem ganzen Geflecht. Schauen wir mal auf einen Vorschlag, den es da gestern aus Ägypten gab. Es hieß, man könne ja eine zweitägige Feuerpause in Gaza einlegen. Dann gäbe es die Möglichkeit, 4 Hamas-Geiseln auszutauschen gegen in Israel gefangen gehaltene. Gibt es da denn schon irgendwelche Reaktionen zu aus Israel?
Also aus israelischer Seite gibt es die Reaktion zu sagen, ja, auf so einen Deal kann man sich einlassen, also auf eine kurzfristige Feuerpause und den Austausch von weniger Geiseln, wenn auch da die Geiselfamilien sehr gespalten sind, die sagen, also eigentlich sollte man alle nach Hause bringen und nicht scheibchenweise mit sowas beginnen, aber wenn es nicht anders denkbar ist. Allerdings hat die Hamas auch da signalisiert, dass sie natürlich so einen Deal nur als Anfang sehen möchte, der dann auch wirklich weitergeht. Also der Streit bei den Verhandlungen geht weiter darum, ist es jetzt nur ein Teil einer längeren Waffenruhe, einer definitiven Waffenruhe am Ende, so wie es eben die andere Seite da auch fordert. Also da wird darüber im Augenblick verhandelt. Zum ersten Mal wird wenigstens wieder verhandelt, um zu versuchen, jetzt in diese Geiselfrage 2 Wochen nach dem Tod von Hamas-Führer Sinwar da wieder Bewegung in die Verhandlungen zu bringen. Weil Sie gerade den toten Hamas-Führer ansprechen, Frau Dax. Wogegen kämpft Israel momentan? Weil man hat ja wirklich so den Eindruck, das sind so die Meldungen, die wir in Europa, hier in Deutschland bekommen, dass sowohl die politischen als auch militärischen Führungsköpfe von Hisbollah und Hamas ausgeschaltet worden sind. Wie begründet Israel nach wie vor die Angriffe sowohl im Gazastreifen als auch gegen die Hisbollah? Ich denke mal, für die Bevölkerung ist es eher die unmittelbare Bedrohung, die weitergeht. Also die Nachrichten überschlagen sich eigentlich ständig. Also es kommt heute wieder über Aschkelon eine Angriffsdrohne, im Norden Drohnen, dann werden weiter Raketen abgeschossen. Also von der Bedrohungslage her gibt es diese Reaktion, ja, also es hat ja nicht aufgehört. Zugleich, und da muss man allerdings vorsichtig sein, gibt es auch Berichte, dass man Verhandlungen was den Libanon angeht, im Augenblick führt, da auch zu versuchen, dass internationale Akteure viel stärker mit eingreifen, um sicherzustellen, dass die UNO-Resolution 1701, die eben eine Demilitarisierung des Südens, also vor allem einen Süden ohne die Hisbollah im Libanon sicherstellen sollen, dass das sehr viel greifbarere und durchsetzbar fähigere Klauseln noch beinhaltet. Also da gibt es Versuche, da wird auch parallel darüber berichtet, wie weit das wirklich, also da gibt es ganz widersprüchliche Informationen. Jetzt war der amerikanische Sonderbeauftragte Hochstein wieder im Libanon, der gesagt hat, ist eigentlich gar nichts vorangegangen. Was es parallel an Kanälen noch gibt, also man ist hier eigentlich etwas, ja, man geht unter vor vielen verschiedenen Informationen. Kämpfe im Gazastreifen, Kämpfe im Norden, auch israelische gefallene Soldaten. Also da ist die Zahl sehr groß. Es waren jetzt fast schon 20 innerhalb der letzten Tage. Und das ist etwas, was die israelische Bevölkerung ja sehr stark verfolgt, mitnimmt und sagt, ja, das sind letztendlich unsere Kinder, die da ihr Leben jetzt lassen. Aber natürlich gibt es auch zunehmend die Frage in Israel selber, genau, also wie kommt man jetzt aus diesem Ganzen wieder heraus? Denn ich denke, dieses Grundversprechen, das einmal da war, man kann also einen absoluten Sieg erlangen, sowohl gegenüber der Hamas, bei der Hisbollah hat man das auch gar nicht in Aussicht gestellt. Das hat sich jetzt so tatsächlich als sehr viel schwieriger erwiesen. Auf der anderen Seite hat man sehr viele militärische Kapazitäten zerschlagen. Also jetzt ist eigentlich schon die Stunde, wie man das übersetzen lassen kann in diplomatische Arrangements, auch wenn sie nicht perfekt sind. Gisela Dax war das, zugeschaltet aus Tel Aviv. Danke für das Gespräch, Frau Dax. Danke auch von mir.